Ich bin von Katzenstein und willkommen bei meinem Reenactment Guide mit dem heutigen Thema 10 No-Gos beim Reenactment-Kampf. Das allererste No-Go beim Reenactment-Kampf sind die Stiche mit Waffen. Solche Stiche, gerade hier auf die ungeschützten Stellen, können extrem schmerzhaft und extrem gefährlich sein. Dennoch, gerade mit so einer Waffe wie einem Dolch oder auch mit einer längeren Waffe, die ich gut kontrollieren kann, die ich zum Beispiel zweihändig führe, in dem Bereich hier, kann ich einen Stich gut simulieren, indem ich einfach zusteche und die Waffe mit der Seite an den Körper drücke. Was sehr wichtig dabei ist, ist, dass ich die Waffe nicht so hoch nehme, weil ein Stich hier rein wird eine unglaublich schlimme Verletzung mit sich bringen. Was wir zum Beispiel auch machen, anstatt die Stiche hier zu setzen oder direkt zu setzen, ist den Stich ranbringen, die Hand hier locker lassen und dann hier abgleiten. Somit kann ich simulieren, dass ein Stich bei ihm ankommt und er wird dabei nicht verletzt. Des Weiteren sollte man bei so einem Stich auch tatsächlich aufpassen, wenn ich den jetzt hier ansetze, die Hand locker lasse, dass es abgleitet, dass ich dann nicht nach oben rutsche. Und wenn dieser Stich in die Kehle reinkommt oder auch ins Gesicht, haben wir ein riesiges Problem und das wollen wir nicht. Der Punkt Nummer 2 bei den No-Gos vom Reenactment-Kampf ist, ohne Helm zu kämpfen. Wenn ich jetzt in einer Schlacht bin und die hier eng in Formation nebeneinander stehen und ich ausholen möchte und das hier passiert und er keinen Helm auf hat, wird ihm das unglaublich wehtun und wir müssen die Schlacht sofort abbrechen, wenn er verletzt ist. Deswegen auf einer Veranstaltung, denkt dran, welches Körperteil ihr am meisten benötigt. Deswegen tragt immer einen Helm. Ich habe euch ja gerade gezeigt, wie man Stiche relativ sicher machen kann. Was jetzt aber das dritte No-Go ist ein Stich zum Kopf oder zum Gesicht. Selbst wenn ich einen Helm trage, kann dann natürlich, wenn ich einen Stich mache, die Klinge seitlich abgleiten. Aber der allergrößte Worst Case ist, wenn ich den Stich mache und die Klinge direkt ins Auge geht. Damit ist man selbst mit stumpfen Waffen einfach sehr schnell blind und kann nichts mehr sehen. Und das ist etwas, was wir alle nicht wollen. Wobei man auch generell darauf achten sollte, wenn man jetzt mal Schläge zum Kopf macht, dass man die möglichst von oben macht, dass die Schläge dann, wenn schon, so abgleiten. Schläge von unten beispielsweise können ein großes Problem darstellen. Beispielsweise, wenn mein Gegenüber einen Helm wie diesen hier trägt, ich einen Stich mache oder einen Schlag mache, der hier reingeht, haben wir das gleiche Problem, wie wenn wir direkt ins Gesicht stechen. Bei Stangenwaffen zum Beispiel ist natürlich Stechen äußerst sinnvoll und auch so gewollt. Hier in diesen Bereichen. Was ich jetzt zum Beispiel nicht mache, ist auch generell hier Richtung Kopfbereich stechen, weil das einfach ultra gefährlich ist. Deswegen führe ich die Stangenwaffe auch so, mit der Spitze nach unten. Wenn ich die Stangenwaffe jetzt so führe, komme ich automatisch nach oben und habe die Möglichkeit, hier abzurutschen und in seinen Hals zu treffen. Was auch wieder unglaublich gefährlich ist. Generell, wenn ihr mit Stichen zum Gesicht kämpft, könnt ihr das nur mit einer Fechtmaske machen, weil nur mit einer Fechtmaske können die Augen und auch die anderen Partien vom Gesicht geschützt sein. Wir beispielsweise machen eigentlich gar keine Kopftreffer, außer wir sprechen es ab und dann, wie gesagt, nur nach den gegebenen Maßnahmen. Heißt im Endeffekt, ich kann zuhauen, mein Schlag gleitet maximal hier ab und trifft maximal seine Schulter. Stiche generell machen wir einfach wirklich nicht. Was wir beide jetzt gerade zum Beispiel machen, ist eine auch ganz wichtige Sache, nämlich Punkt Nummer 4, ohne Handschuhe kämpfen. Beim Kämpfen im Reenactment kommt man manchmal tatsächlich, ist man eine Waffe, natürlich in Klingenkontakt und dennoch kann es sein, dass ich seine Hand treffe. Handschuhe können das abpolstern und auch wenn ich zum Beispiel hier durchziehe, die Waffen haben teilweise ganz leichte Scharten, kann man sich daran verletzen. Deswegen reichen auch grundsätzlich schon solche einfachen Lederhandschuhe. Man muss jetzt nicht unbedingt die Plattenhandschuhe tragen, obwohl die natürlich besser schützen. Dann kommen wir zum No-Go Nummer 5. Scharfe oder spitze Waffen. Im Reenactment ist es unglaublich wichtig, dass unsere Waffen einen einwandfreien Zustand haben. Wenn wir kämpfen, kann dort in der Klinge leichte Scharten entstehen, die dann gegebenenfalls, wie ich gerade das bei dem Punkt mit den Handschuhen gesagt habe, in die Haut schneiden können oder auch auf die Kleidung. Des Weiteren sollten die Waffen nicht zu spitz sein. Beispielsweise das hier ist einfach viel zu spitz. Ein gutes Beispiel ist hier mein Katzbalger. Der hat eine schön abgerundete Spitze, dass wenn ich versehentlich ihn jetzt hier treffen würde, er nicht wirklich viele Schmerzen oder sogar Verletzungen davon trägt. Des Weiteren sehe ich immer wieder,
dass Leute ihre Küchenmesser im Kampf an ihrem Gürtel tragen. Das sind natürlich dann scharfe und spitze Messer. Und es kam auch schon mal vor, dass man die hier am Gürtel hat. Wenn wir jetzt hier im engeren Kontakt sind, kam es auch schon vor, dass er jetzt mein Messer zieht, weil er denkt, das ist eine Schaukampfwaffe und sticht mich jetzt damit. Da haben wir ein riesiges Problem. Weil mit einer spitzen oder scharfen Waffe kann ich gerade auf ungerüstete Stellen ziemlich schnell verletzt werden und dann können wir das ganze Event abbrechen. Das heißt, diese Küchenmesser, lasst die im Lager und nimmt die nicht mit aufs Schlachtfeld. Dann kommen wir zum No-Go Nummer 6, nämlich unnötige Gewalt beim Reenactment-Kampf. Natürlich kämpfen wir mit Stahlwaffen, auch auf Stahlrüstungen. Aber ich kann natürlich bei meinem Gegner angreifen und ihn ganz langsam nur antippen. Das heißt, ich muss jetzt hier nicht volle Kanne durchziehen und dann hat er nachher eine Verletzung. Selbst wenn er gerüstet ist, weiß ich nicht, ob er an der Stelle zum Beispiel nicht gerüstet ist. Manche Rüstungen halten auch starke Schläge vielleicht gar nicht aus. Des Weiteren, wenn ich jetzt hier mit ihm kämpfe und er irgendwann am Boden liegt oder einfach klar sagt, er gibt auf oder das mir auch klar verdeutlicht, hau ich nicht weiter drauf. Da können nur unnötige Verletzungen stattfinden und das ist auch wieder was wir natürlich nicht wollen. Dann kommen wir zum 7. No-Go, nämlich Sicherheit beim Schuhwerk. Natürlich sind historische Schuhe mit Ledersohlen besetzt und nicht mit diesen typischen Gummisohlen, wie wir sie tragen. Oder wie er hier, das sind eigentlich moderne Schuhe, die jetzt verhältnismäßig eher mittelalterlich aussehen könnten. Das Problem ist nur, wenn wir jetzt authentische Schuhe tragen, mitten im Kampf sind und die Sohlen halt leider dann doch rutschig sind und wir hinfallen, ist es einfach nicht sicher. Weil beispielsweise, ich habe hier eine Waffe in der Hand, rutsch aus und jag mir die selber ins Auge oder fall irgendwo hin und brech mir was, ist einfach blöd. Aus diesem Grund, bevor ihr auf den Boden fallt, zieht lieber moderne Schuhe an, Schuhe mit Gummisohlen oder auch vielleicht tatsächlich mit Nägeln unten dran, dass ihr nicht ausrutscht und euch selber nicht gefährdet. Das 9. No-Go ist das Nicht-Einhalten eines Safe-Words. Bei den meisten Veranstaltungen ist das ein ganz klares Stopp. Ansonsten, wenn das nicht der Fall ist, wird es bei den Veranstaltungen davor besprochen, was das Safe-Word ist. Das hat einfach den Grund, wenn ich jetzt gegen ihn kämpfe und er fällt aus irgendeinem Grund um und sagt halt jetzt Stopp, dann weiß ich ganz klar, er ist jetzt wirklich verletzt. Wenn er umfällt und nicht Stopp sagt, dann denke ich, okay, er spielt das jetzt nur. Das heißt, wenn er Stopp ruft, dann mache ich auch Stopp und friere meine Aktion komplett ein. Ich mache nicht weiter, weil ich nicht weiß, ob er jetzt verletzt ist oder was gerade für ein Problem stattfindet. Das 9. No-Go sollte eigentlich jedem klar sein. Aber ich erlebe es trotzdem auf Veranstaltungen immer wieder, dass viel Alkohol getrunken wird und teilweise auch Drogen genommen werden. Wir kennen es alle vom Straßenverkehr. Unter so einem Zustand ist man nicht mehr berechtigt, sicher ein Fahrzeug zu führen. Und genauso ist es auch beim Kämpfen. Beim Reenactment-Kampf muss ich ganz klar aufpassen, dass ich meinen Gegner nicht verletze. Wenn ich jetzt betrunken bin und meine Aktion nicht mehr richtig einschätzen kann und dann irgendwelche Schläge mache, die dann irgendwie in sein Gesicht gehen oder vielleicht auch viel zu hart sind oder ich selber vielleicht auf den Boden fall, ist das einfach nicht mehr sicher. Deswegen tut einfach nur nüchtern kämpfen. Der 10. Punkt ist nicht genau ein No-Go, es ist eher ein Appell. Seid einfach freundlich zu den anderen Leuten, seid fair, seid sicher. Es gibt auch manchmal Situationen, wo man vielleicht aus Frust oder vielleicht auch private Gründe etwas emotional geladen ist. Wenn ich jetzt beispielsweise so eine Ladung habe und einfach emotional mich nicht imstande fühle, richtig sicher zu kämpfen, dann lasst es lieber, geht vom Schlachtfeld und tut euch erstmal entspannen. Wir haben auch schon teilweise Kämpfer erlebt, die waren äußerst aggressiv, weil die irgendwelche eigenen Probleme hatten, was auch immer, und haben uns dann gefährdet. Und das sollte einfach nicht sein. Deswegen denkt einfach drüber nach und bleibt sicher. Das waren jetzt meine 10 No-Gos für den Reenactment-Kampf. Das Allerwichtigste ist natürlich, dass man beim Reenactment Spaß hat. Aber der Spaß kann nur garantiert werden, wenn alles sicher abläuft und jeder sich an die Regeln hält und fair ist. Deswegen seid sicher, bleibt fair und habt Spaß beim Reenactment. Von Katzenstein out. Ja, genau. Nee, ich wollte auch so abschließen. Das wäre dir auch zu gefährlich. Genau, nächstes Ding, was haben wir denn? Nummer 4.
Punkt Nummer 4. Ich brauche das Handy, Marco. Achso, dass du ein Handy brauchst. Das ist ja klar. Du sagst Punkt Nummer 4. Ich warte, was ist Punkt Nummer 4? Wir sind zum Beispiel in nahen Kontakt und er denkt sich jetzt, okay, er zieht jetzt mein Messer. Gut, dann kommen wir zum Punkt Nummer 5. Ne? Verdammt. Aus dem Grund solltet ihr gerade auf einer Veranstaltung immer einen Helm kennen. Damit ist man selbst mit Spitzen. Muss ich den Speer irgendwo hin tun? Ja, den brauchst du nicht mehr genau. Darf mir dann so halten gleich und dann mache ich jetzt die Stiche da rein, aber erstmal noch nicht. Erstmal reden.